About raven mummies raising their darling raven chicks. Yeah, Cloudburst would help. He would make Renato feel better about using the Sky River. And then Renato wouldn't have to worry about ravens ever again. Hey! Destruction. He wished there were more pylons he could use the hook on. They really needed to construct additional pylons. Okay, Moment. Da geht's weiter, da will ich aber nicht hin. Ah, fuck! Ah, ich hasse das! Mann! Gehst du einmal den falschen Weg entlang und dann verpasst du einfach mal 200 Kisten wieder oder so. Na fuck! Okay, jetzt bräuchte ich unbedingt einen Heal. Ist das Spiel jetzt cool genug, um mir einen Heal zu geben oder nicht? Da oben geht's mit der Geschichte scheinbar weiter. Da unten waren Enterhaken, die ich nutzen könnte. Also gehen wir erstmal da. Voila, das Spiel hat mich nicht enttäuscht. Eins von den Kristallen noch, Windkristallen. Dann habe ich es endlich geschafft, einen leeren Schwert zu bauen. Beziehungsweise die Materialien dafür zu haben. Of all the artisans he was creating employment for. 20 HP, Truly, das ist... he was a job creator. 20 HP ist aber trotzdem nicht gerade die Welt. 30 HP und 40 HP. Ja gut. Arbeiten wir mit den 40 HP. Sonst habe ich ja keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Diese Energy Drops sind viel zu hoch, Alter. Viel zu viel Energy Drops. Gerade gesagt, droppen schon wieder 3-mal Energy oder was? Schwert habe ich sowieso nicht, da kann ich eh nichts machen. As for the gate, well, you could take her or leave her. Sorry, best you could do. Gut. Ich nehme uns den etwas Renato had leichteren been Weg. focusing all his energies on the Sky River. If Calaveras could not fix it, he'd be out of options. He would have to assault the Imperial fleet empty-handed. Aber es droppen Ärzte, das ist schon mal etwas. Das einzige weniger Gute ist, dass meine Playstation anfängt zu laggen, sobald man ein bisschen mehr Staub aufwirbelt. Ah, da muss man die mal irgendwann mal vielleicht reinigen oder sowas, vielleicht klappt das mal. Ja, Full HP.
Gucken wir uns mal an. Ich habe einen Fertigkeitspunkt. Nehmen wir uns das hier mit. Die Strength-Geschichte. Interagieren. Calaveras had never let him down. Yeah, of course I can make it work better. But when Renato explained about the strings, Calaveras grew thoughtful. Oh, strings, you say? Well, the Arcana do speak of the ties that bind the world. He drew many intricate symbols in the dirt. Yeah, so, according to my calculations, each time you fire, I'm afraid there's a 1 in 120 chance you'll destroy the universe. That's pretty good odds. That's like rolling, what, 21 dice and they all come up 6. What are the odds of that? What? No! It's more like 2.716s in a row. Anyway, with those odds, it won't happen if I use it just once. What? No. That's so not right. Each time you use it... Okay, look. Just don't use it, ever. At all, okay? All right, I guess. As he sailed away from the mountains, Renato could see clouds darkening. Rain? No. Ships. Imperial ships, swarming thick as bees. This was it. The big battle. They could not afford to lose this one. What if it did not go well? What if he had to use the Sky Ripper? Could he gamble the universe? On the other hand, what were the odds of rolling 21 sixes in a row? Ist die Geschichte jetzt damit abgeschlossen? Weil gerade war ich bei Kapitel 5, wurde ich erschossen. Tatsächlich ist es noch nicht vorbei. The battle was not going spectacularly well. What had the rebels been thinking? They'd been thinking he would bring the Sky Ripper, or the Iblis Stone, or that he'd sideline Zenobia somehow. Da fehlt mir Turn her. eins. Couldn't he use the Sky Ripper just once? After all, if chances were 1 in 128, that meant he'd for sure be okay the first time. They'd get worse each time he used it, but the first time would be okay, right? He wasn't sure that it was right. So he didn't fire the Sky Ripper. He just brought it along, in case. Ich bin gespannt. Der Sky Ripper wird hundertprozentig noch irgendwie dafür sorgen, dass ich schon wieder sterbe am Ende der Geschichte. The portal was heavily guarded. It must go someplace they really didn't want it to go. Schon wieder kein... Mann! Droppt mir ein scheiß Windelement. Made him a little nervous, like a slide at the end you couldn't see. Das sieht nach was ganz Bösem aus. Ist das jetzt Bossfights? Fragezeichen? Ah ne, ich bin wieder hier oben, okay. Also ist das letzte Level bis jetzt immer hier oben gewesen, wird auch immer hier sein wahrscheinlich. Ich nehme es jetzt einfach mal so an. Gehen wir da lang. Ah, die Kisten spawnen immer wieder neue. Und voilà, da haben wir das Windkristallchen. Leeren Schwert incoming.
Sehr schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir auf jeden Fall. Die Explosion ganz am Anfang des Kampfes war ein bisschen fail für mich. Hätte da den Schaden nicht nehmen sollen. Ich meine, die Damage, die ich da von der Bombe gekriegt habe. What was really fun was hooking yourself onto a moving ship. Easy. Imagine if you built a house on one of these things. Oh, that would be amazing. It would be like having a boat. Someone had told him the odds didn't change just because you'd had a streak of good luck. His gut told him that was wrong, though. And he always listened to his gut. On the other hand, 120... Maybe he could defeat the Emperor without firing the Sky Ripper. Maybe he could bluff, but with a real weapon. Like in cards, when you had 3 knaves, but you pretended you had a fizz-bin. That could work. Das ist geil. Die Diskussionen oder beziehungsweise der Geschichtenerzähler, der ist echt gut. Es hat so Style, einfach mal einen bestimmten Style, der mir einfach sehr gut gefällt. Easy. Die Kanonenkugeln sind auch mega cool. Auch wenn die keine Schwierigkeit hier in dem Bereich darstellen, ist das trotzdem ziemlich geil anzusehen, wenn du da so rumläufst und plötzlich dann so Kanonen dir entgegenfliegen. Da würde ich gerne entlang gehen auf der anderen Seite, aber da habe ich noch keinen Weg zu. Sieht einfach mächtig gut aus. Geil. He set up the Sky Ripper and let it warm up. He would Yes! bluff if he had to. Zenobia came out, flanked by a very daunting platoon of ravens. You won't actually use that, she said in that annoying, I know everything because I'm a cat and you know nothing because you're just a fox voice she had. Or I know the odds. Good. Because